Mein Name ist Axel Hofmann. Ich bin Produktmanager im Adidas BU Football Hardware Team und im Team bin ich seit 2023, sprich seit 2 Jahren, mit Fokus auf vor allem Torwarthandschuhe. Und genau darüber sprechen wir jetzt, über die neue Generation der Predator Torwarthandschuhe für 2026. Axel, nimm uns mal mit, welche Leitgedanken hattet ihr eigentlich bei der Neuerschaffung des Predator-Handschuhs in dem gesamten Prozess? Was waren eure Gedanken? Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr da auch hin? Also wirklich vom ersten Meeting an ging es für uns um den Athleten, also um den Torwart. Und damit meinen wir jetzt nicht nur die Profiathleten, sondern auch die Amateurkeeper. Sprich, wir haben von Anfang an, vom ersten Workshop mit Profiathleten zusammengearbeitet, aber auch mit Amateurkeepern und auch beide zusammengebracht. Sprich, wir saßen in einem Raum, haben über die Handschuhe gequatscht. Was ist euch wichtig? Was ist positiv an den aktuellen Handschuhen? Was ist negativ an den aktuellen Handschuhen? Was sind eure aktuellen Lieblingshandschuhe, also auch von vergangenen Jahren und Saisons? Und uns ging es immer darum, den Athleten wirklich zu verstehen. Und zu verstehen, was wird gebraucht, was ist wichtig, was wurde in der Vergangenheit vielleicht versucht, aber hat nicht unbedingt funktioniert. Und sich wirklich auf den Athleten zu fokussieren. Also auch den Adidas-Leitfaden, dann Only the Best for the Athlete, wirklich zu leben. Und dann ging es vom ersten Workshop, von den Ideenprozessen bis zu den Prototypen, die dann mit Amateurkeepern getestet wurden, mit Profis getestet wurden, das Feedback eingesammelt wurde. Ja, das waren verschiedene Runden dann, die aufeinander kamen, aber im Kern ging es immer um den Athleten und wir wollten wirklich das Produkt so zu gestalten, dass wir die Technologien da haben, wo sie gebraucht werden. Sprich, den Latex da haben, wo er gebraucht wird. Wirklich einfach ein Performance-Produkt zu machen, was den Keepern hilft, bestmögliche Performance auf den Platz zu bringen. Was waren denn dann die Kernpunkte, wo du als verantwortlicher Produktmanager auch gesagt hast, da müssen wir ansetzen? Also das sind die Punkte, die müssen wir von der bisherigen Predator-Version einfach auf ein anderes Level auch bringen. Wo hast du gemerkt, wo sind diese Punkte? Also das kam dann wirklich durch lange und auch intensive Diskussionen mit den Torhütern, Profis wie Amateuren, wie gesagt, wo wir sagen, okay, wir müssen die Cutform ändern. Wir müssen, wie gesagt, den Latex da haben, wo er gebraucht wird. Was wir zum Beispiel gelernt haben, ist, dass so eine kleine Änderung wie ein Lateral Palm Wrap große Änderungen für den Fit bedeuten. Dass Millimeter hier und da einfach was extrem das Gesamtbild vom Handschuh verändert und das gesamte Gefühl im Handschuh ändert. Dann war es für uns natürlich auch wichtig, dass man im Handschuh selber ein gutes Gefühl hat. Deswegen auch dann die Neuentwicklung von dieser URG 1.0 und 2.0 Plus Variante, weil wir auch da wiederholt das Feedback bekommen haben. Der Grip an sich ist gut, vom Latex zum Ball, aber im Handschuh merken wir, rutscht man vielleicht manchmal ein bisschen. Das konnten wir weiterentwickeln. Also wirklich durch lange Unterhaltungen, durch viele Unterhaltungen, durch viel Feedback wurden dann so nach und nach die Bausteine zusammengefügt. Auch die Strap-Variante natürlich, ganz großes Feedback, das wir erhalten haben. Wann hat der Entwicklungsprozess eingesetzt für die tollen Modelle, die wir jetzt hier sehen? Also wir haben es losgetreten, den ganzen Prozess, im Dezember im Jahr 2023, also ziemlich genau vor 2 Jahren, wurde das ganze Thema losgetreten. Dann ging es natürlich auch viel im Austausch mit unseren Herstellern, mit Sourcing, wo kriegen wir die Materialien her, wie definieren wir die Eigenschaften, die wir wollen. Und so wurde es dann auch nach und nach, also es waren wirklich viele Prototypen dazwischen, bevor wir hier gelandet sind. Und es ist auch immer interessant zu sehen, wie der erste Prototyp aussah bis zum finalen Produkt, die Entwicklung zwischen den einzelnen Schritten. Und wie gesagt, es war ein Prozess über gut 2 Jahre, bis wir dann da sind, wo wir jetzt sind. Wann haben gerade so Leute wie
ich sage jetzt einfach mal Manuel Neuer oder Ter Stegen, mal ein Vorabmodell auch schon mal gesehen? Das erste Modell mit Manuel Neuer zum Beispiel speziell haben wir geteilt, als der DFB, also die Nationalmannschaft hier war in Herzogenaurach. Das war zur Vorbereitung für die Europameisterschaft 24. Da haben wir den ersten Prototyp mit denen geteilt, auch mit Marc-André Ter Stegen haben wir hier gesprochen, vorab auch schon mit Torhütern wie zum Beispiel Jonas Urbik gesprochen, mit Matej Kovar gesprochen, Peter Gulaschi war dabei. Also wirklich, unser Portfolio an Torhütern gut ausgenutzt, mit Kevin Trapp auch gequatscht zum Beispiel und so auch unterschiedliche Meinungen bekommen. Weil natürlich jeder hat so seine Eigenheiten, was er braucht, was er schätzt. Und für uns dann als Inline-Team geht es natürlich dann darum, das in ein Massenprodukt quasi dann umzusetzen. Gibt es gerade so ein Beispiel, wo jetzt, sagen wir, gerade Manuel Neuer dann auch seine Ideen jetzt in diese Produkte eingeflossen sind? Also vor allem Feedback, was wir bekommen haben, war zu der Entry-Version. Sprich, dass wir auf jeden Fall wieder ein Strap mit zurückbringen. Wie gesagt, ich glaube, es ist gut bekannt, dass Manuel Neuer ein Fan vom Strap ist. Mit Kevin Trapp hatten wir zum Beispiel auch viel Feedback, was die Backhand anging, wo wir sagen, okay, da müssen wir schauen, dass wir einfach insgesamt ein bisschen Volumen aus dem Handschuh rausnehmen, sodass wir weniger Luft zwischen Handschuh und Hand haben, sondern dass der Handschuh einfach schön eng an der Hand ansetzt. Und wie gesagt, da geht es wirklich dann auch um Millimeterarbeit. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück, wie gesagt, für uns, auf uns wirkt der Handschuh wie einfach Predator 2.0 oder noch mehr, also einfach neue Entwicklung. War innerhalb von Adidas irgendwo der Gedanke, dass man gesagt hat, hey, wir müssen jetzt tatsächlich nochmal den Predator neu erfinden, so in Anführungsstrichen? Oder was gab da der Ausschlag tatsächlich? Also für uns intern war es natürlich dann auch so, dass wir jetzt halt wieder ein Team haben, das sich wirklich ausschließlich um die Handschuhe auch kümmert. Da ging es auch dann ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Wechsel im Mindset, wo wir sagen, okay, wir wollen wieder wirklich Athlete-Fokus, Performance-Fokus in den Handschuh legen, wo wir sagen, im Endeffekt haben wir alles nochmal umgedreht, haben geguckt, okay, macht der Knit beim Entry Sinn, macht der Knit hier Sinn, welches Material macht für unterschiedliche Bereiche im Handschuh Sinn. Also wirklich alles nochmal hinterfragt und dann eben auch mit den Athleten eng zusammengearbeitet, Profis, Amateure, um dann wirklich einen Handschuh zu bauen, wo wir sagen, ja, wir haben die besten Materialien, wo sie gebraucht werden, um so wirklich auch einfach diesen Performance-Fokus wieder in den Handschuh zu bringen. Du hast es ja gerade erwähnt, ihr agiert natürlich im Team intern, aber ganz wichtig ist zum Beispiel auch natürlich mit euren Lieferanten, mit dem Latex-Lieferant. Es gibt eine Neuentwicklung im UAG-Bereich oder im Belag 1 Plus. Wie muss man sich diese Zusammenarbeit vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Also wie arbeitet man da mit den Latex-Produzenten auch zusammen? Also sehr gute Frage. Die Zusammenarbeit mit den Latex-Herstellern ist natürlich so, dass wir unsere Anforderungen definieren und so präzise wie möglich vorgeben. Sprich, wollen wir mehr Haltbarkeit, wollen wir mehr Grip auf der Innenseite. Es gibt natürlich unterschiedliche Bereiche für unterschiedliche Latexqualitäten. Und wir versuchen dann natürlich unsere Anforderungen so klar wie möglich zu formulieren und dann so eng mit ihnen im Austausch zu arbeiten, wie es möglich ist. Weil, und so ehrlich muss man auch sein, Latexherstellung für sich oder an sich ist eine Kunst für sich, sodass die natürlich die Experten sind. Sprich, wir können nur sagen, was wollen wir, wie genau sind unsere Anforderungen und dann im engen Austausch immer wieder auch da Prototyp, Feedback, um so dann dahin zu kommen, wo man hin will. Und mit dem UAG 1.0 beispielsweise, da ist euch jetzt auf jeden Fall ein großer Wurf auch gelungen. Er war ja schon immer sehr, sehr gut im Bereich von Grip. Gibt es eine Änderung im Bereich von Haltbarkeit? Hat sich da noch was geändert, dass man sagt, der bietet jetzt noch mehr Haltbarkeit? Also die größte Erneuerung beim UAG 1.0 Plus speziell ist vor allem dann eben auf dieser Innenseite. Sprich, dass man eingebettet im Handschuh liegt. Also was die Haltbarkeit angeht, ist natürlich dann immer so dieses Spiel zwischen Haltbarkeit und Grip.
Man kann es immer ganz gut mit Formel-1-Reifen vergleichen, finde ich, wo man auch sagt, okay, der super softe Reifen ist natürlich der, mit dem man die schnellsten Runden fährt, aber der hält halt auch nicht so lang wie dann der harte Reifen. Das ist leider noch Stand der Technik. Das muss man eben abwägen. Deswegen die Empfehlung für Keeper, die Haltbarkeit wollen, aber auch gute Performance, ist auf jeden Fall der URG 2. Mit der URG 1 Version hat man natürlich den absolut besten Grip, muss aber dann auch eben, vor allem bei schlechteren Plätzen natürlich, Abstriche in der Haltbarkeit hinnehmen. Kommen wir jetzt mal an der Stelle zu deiner Person. Stell dich einfach mal ein bisschen vor, wie kommst du zu Adidas? Was ist dein Background im Torwartbereich? Also zu Adidas bin ich gekommen durch ein Praktikum im Jahr 23 und war dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sodass ich dann quasi direkt vom Praktikum in eine Festanstellung übergegangen bin. Also ich war wirklich glücklich genug, dass dass genau eine Stelle frei wurde in dem Bereich und durfte dann auch gleich das Thema Handschuhe übernehmen, was für mich natürlich ein riesen Leidenschaftsthema ist, weil ich bin auch selber Torwart, in der Jugend bei Nürnberg gespielt in der zweiten Mannschaft, jetzt noch in der Oberliga spiele. Und das Thema Handschuh für mich auch schon als kleines Kind war immer so, okay, natürlich möchte ich Profi werden, aber irgendwie, wenn es nicht funktioniert, möchte ich gerne Handschuhe bauen. Und deswegen ist es wirklich ein Leidenschaftsthema und das merkt man auch bei uns im Team an sich, dass wirklich jeder mit voller Leidenschaft dran arbeitet. Und auch da wirklich sehr viel Arbeit reingeflossen ist, dass wir wirklich einen Handschuh bauen, der einfach am besten funktioniert. Und deswegen ist es wirklich so ein riesen Leidenschaftsthema für uns auch. Ja, aber so müsste ja jetzt für dich auch ein Traum in Erfüllung gegangen sein, als Torhüter selber auch diese Produkte zu machen, die Weltstars tragen, die wahrscheinlich bei der WM im kommenden Jahr über Titel entscheiden, womöglich. Wie wird man sich dessen auch mal so bewusst, dass man weiß, ich habe da ein Produkt, was ja wirklich den Fußball, dieses emotionale Spiel auch so mitgestaltet? Absolut. Also ich glaube, das ist vor allem dann, wenn man das Produkt das erste Mal dann auch live im Fernsehen sieht, das ist immer ein besonderer Moment. Also schwer zu beschreiben, um in Worte zu fassen. Aber dann natürlich bei der WM nächstes Jahr, die größte WM aller Zeiten, es wird natürlich dann nochmal ein anderes Augenmerk. Und für uns war es auch schon interessant zu sehen, wie kommt das Produkt das erste Mal als Prototyp auf den Platz? Wie funktioniert es? Funktioniert es so, wie wir es uns vorstellen? Also wirklich, auch da der Prozess vom Produkt einfach, wie es zum Leben kommt, ist einfach extrem interessant und immer was Besonderes, wenn man dann was Neues sieht. Du entwickelst ja Torwarthandschuhe. Ich würde mal sagen, Entwicklung, es gibt kein Handbuch, Lehrbuch, wie man Torwarthandschuhe entwickelt. Man muss sich vieles erarbeiten. Das ist eine kleine Nische, es gibt überall solche Leute, solche Freaks wie du, die sich da reinhängen, aber man kann es nicht nachlesen. Also was benötigt man, dass man da einfach auch so eine Klasse auch erreichen kann? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist immer, dass man versteht, um was geht es und was ist wichtig für die Keeper. Ich habe natürlich meine Meinung, aber meine Meinung reflektiert nicht unbedingt immer die von allen anderen. Sprich, da ist es einfach wichtig, sich viel auszutauschen, Feedback sich einzuholen, mit Profis zu sprechen, mit Amateuren zu sprechen, mit den unterschiedlichsten Level zu sprechen, weil jeder hat ja irgendwo andere Anforderungen. Und so dann wirklich den Kunden, den Torhüter vor allem, als Person, als Athlet zu sehen und zu verstehen vor allem. Und ich glaube, da ist es immer ganz wichtig, dass man auch das Feedback dementsprechend einordnen kann. Und ich glaube, da hilft es dann eben auch, selber so ein Freak zu sein, um die anderen Torhüter dann auch zu verstehen. Und so dann eben sich ein Meinungsbild zusammenzubasteln, wo man sagt, hier haben wir ein Thema, hier haben wir ein Thema. Das Feedback geht in das Richtung das Thema. Und sich so dann eben in die richtige Richtung zu arbeiten. Also wie du sagst, es gibt kein Lehrbuch. Und für uns war es dann eben wichtig zu sagen, wirklich Feedback sich einzuholen von allen Richtungen und sich so dann die Meinung zu bilden.
am Handschuhmarkt, finde ich, ist große Dynamik. Es gibt tolle Produkte. Wie wichtig oder was für eine Bedeutung hat für dich Wettbewerb an der Stelle, dass einfach andere Marken auch richtig gute Sachen haben? Wie treibt euch das an und was motiviert euch da? Ja, also ich glaube, wir sind ein Sportunternehmen und wir sind alle competitive. Also wir sind auf jeden Fall alles Athleten und wir sind alles Wettbewerber. Und wir wollen uns natürlich immer auch mit dem Besten messen. Und für uns kommt natürlich dann auch diese innere Motivation raus, okay, zu sagen, wir als Marke, wir als kleines Core-Team, das sich speziell um Handschuhe kümmert, wollen natürlich dann auch da absolut in der Champions League spielen. Und da gehört dann auch viel Arbeit dazu, wo wir sagen, okay, wir müssen uns verschiedene Bereiche anschauen und wir müssen uns selbst immer wieder challengen, zu sagen, ist es wirklich das Beste aktuell, was wir gemacht haben und wo können wir was verändern? Und genau dieses Mindset ist jetzt in diese Handschuhe eingeflossen. Wirklich, wie vorhin auch schon kurz gesagt, alles zu hinterfragen. Macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Und immer den Athleten, immer den Torhüter im Fokus zu behalten. Und das war uns extrem, extrem wichtig bei der Kreation, bei dem ganzen Prozess von diesen Handschuhen, wirklich zu sagen, am Schluss soll sich alles um Performance drehen. Es ist ja die eine Seite, ihr in der Kreation von den Ideen, aber jetzt muss es ja auch umgesetzt werden, sprich mit eurem Produzenten. Wie ist es dir gelungen, quasi diesen Mindset auch zum Beispiel zum Produzenten auch zu tragen? Zu sagen, hey, wir wollen Performance. Ja. Also ich bin ja nicht alleine im Team. Wir haben ein super Design-Team, wir haben ein Development-Team, wir haben, wie gesagt, Athletes Performance und Excellence-Team, Sports-Marketing-Team. Sprich, es kommen von überall alle Leute zusammen und wir teilen diesen Ansatz. Und dann hilft es natürlich dann auch, immer wieder im direkten Austausch mit der Fabrik zu sein. Sprich, wir sind vor Ort, wir gehen direkt in die Fabrik, schauen uns an, wie wird es gefertigt, geben unseren Input und auch da ist es immer wieder ein enger Austausch. Also für uns wirklich Kommunikation ist das A und O, um dann wirklich einen guten Handschuh zu bauen. Weil oftmals bestehen dann auch gewisse, nicht Missverständnisse, aber um genau da hinzukommen, wo man hin will, ist einfach der direkte Austausch und der direkte Kontakt auch vor Ort extrem wichtig. Und ja, da sind wir in einem sehr, sehr engen Verhältnis, auch im sehr, sehr guten Verhältnis mit unseren Herstellern wirklich zu sagen, was wir wollen, um wirklich auch die Anforderungen ganz klar zu machen. Und man merkt auch, der Antrieb, den wir haben, der wird auch von denen mitgelebt. Also das muss man auch ganz klar sagen. Jetzt ist das Produkt entwickelt, ihr habt die Prototypen, eine finale Version. Was sind jetzt für dich so Momente, wo es zu kribbeln beginnt? Sind es jetzt die Orders, die reinkommen? Oder ist es, wenn du es beim Profi auf dem Platz dann wirklich im wichtigsten Spiel siehst? Oder was ist jetzt, wie verfolgst du jetzt die Go-to-Market-Situation von den Produkten? Jetzt ist natürlich auch für mich nochmal ein Moment, wo ich sage, jetzt wird es wirklich interessant zu sehen, wie die Idee am Schluss auf dem Platz zum Leben kommt und natürlich auch im Markt zum Leben kommt. Wir haben viel Einsatz, viel Ideen reingesteckt in das Produkt. Jetzt wird es natürlich dann interessant zu sehen, wie wird es dann auch beim Konsumenten, bei den Torhütern landen. Für mich ist es jetzt auch so ein bisschen, wo ich jetzt nicht mehr direkten Einfluss auch drauf habe. Das Produkt ist jetzt an sich soweit fertig. Für mich war natürlich der erste Moment mit dem ersten Testing immer wieder zu sehen, welches Feedback kommt. Sind die Ideen, die wir hatten, kamen die gut an oder schlecht? Es gab natürlich auch viele Ideen, die wir hatten, die dann nicht so gut ankamen bei den Profis, die dann auch wieder verworfen wurden. Also das sind auch immer so spannende Momente gewesen im Prozess. Jetzt ist es eher so, wo ich sage, sehr viel Arbeit ist reingeflossen, sehr viel Feedback ist reingeflossen und ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass das auch dann von den Kunden, von den Torhütern geschätzt wird. Du hast es ja vorher schon mal leicht anklingen lassen, du bist auch selber Torwart.
nicht nur in der unteren Klasse, sondern hast Hochklasse gespielt, bei Nürnberg ausgebildet, jetzt in der Bayernliga. Wie hilft dir das konkret im Entwicklungsprozess bei dem Handschuh? Also muss man sich das so vorstellen, du hast 5 Paar immer dabei, testest sie durch oder was ist da genau? Wie machst du das? Also ich sage mal so, natürlich hilft es ab und zu mal, schnelle Testings zu machen, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier genau ein Paar Handschuhe, teste mal eben, ist es was wir weiterverfolgen können oder sollten wir da nochmal reingucken und es weiterentwickeln, bevor wir den nächsten Testhandschuh machen. Prinzipiell würde ich sagen, ist der größte Vorteil, liegt dann da, den Athleten wirklich zu verstehen. Sprich, wenn wir uns mit anderen Keepern austauschen, das Feedback dann auch wirklich zu verstehen und zu verstehen, was sie damit sagen wollen. Weil oftmals ist es ja dann so, dass ein Nicht-Torwart das Feedback anders aufnimmt und vielleicht missversteht, wie dann ein Torwart. Und da merkt man auch immer, die Konversationen waren immer schön auch auf Augenhöhe. Also wir konnten uns immer gut austauschen, konnten auch gut diskutieren. Und da hilft es dann natürlich, wenn man dann einfach diesen gleichen Ansatz einfach als Torhüter verfolgt. Und ich glaube, das wurde dann auch immer gut aufgenommen, wenn man merkt, okay, man spricht über das Gleiche, man teilt die gleiche Leidenschaft. Und ich glaube, das ist eigentlich der größte Vorteil von selbst Torwart sein. Gehen wir noch mal ein bisschen mehr ins Detail vom Produkt rein. Viele Torhüter wünschen sich ja ein perfekt abgestimmter Handschuh auf den Ball. Wir haben hier den Trionda. Kann man da was dazu sagen? Ist der Handschuh, funktioniert der äußerst gut mit dem Trionda oder sind das doch irgendwo schwierige Abhängigkeiten, die man da irgendwie in der Entwicklung hätte? Oder was könnte man da sagen? Genau, also prinzipiell haben wir natürlich auch gesagt, okay, wir als Adidas-Marke, die viele Spielbälle stellt, haben natürlich den Vorteil, dass wir die Kontrolle sowohl über den Ball haben als auch über den Handschuh. Deswegen versuchen wir natürlich schon, die Produkte bestmöglich aufeinander abzustimmen. Es klappt natürlich dann auch nur in einem gewissen Grad, weil es natürlich 2 komplett unterschiedliche Hersteller sind. Aber natürlich können wir trotzdem interne Tests machen, wo wir sagen, ja, geht in eine gute Richtung, wird besser als zuvor. Oder dann eben auch mal zu sagen, ja, müssen wir noch mal reingucken. Aber prinzipiell wollen wir natürlich dann diesen Vorteil schon auch ausnutzen. Also lässt sich schon Ball und Grip von bestimmten Belägen schon irgendwo eine gewisse Abhängigkeit erkennen und dann sagen, da funktioniert der besser, da weniger gut. Wir müssen natürlich auch da immer klar definieren, dass wir sagen, okay, die Anforderungen jetzt an den Latex zum Beispiel und dann an das Ballobermaterial sind natürlich 2 komplett unterschiedliche Richtungen von den Testing-Standards. Sprich, hier geht es ja dann auch viel über Abrieb, dass der Ball fest, also dass die Nähte gut bleiben und so weiter. Wobei es beim Handschuh natürlich viel um Grip geht, um Performance, dass er wirklich auch gut klebt. Und da schauen wir natürlich, inwieweit können wir das natürlich abstimmen, ohne jetzt halt irgendwie den Ball schlechter zu machen oder den Handschuh schlechter zu machen. Also da ist es natürlich dann auch hier die Balance zu halten, weil natürlich auch der Ball seine eigenen Anforderungen und Standards erfüllen muss, genauso wie der Handschuh. Macht es für dich auch Sinn gegeben oder habt ihr darüber nachgedacht, auch Aquabeläge zu haben? Wir haben natürlich im Entwicklungsprozess auch da reingeguckt, dass wir die bestmöglichen Performance unter allen Wetterbedingungen geben. Und wir gehen natürlich auch davon aus, dass gerade die Profi-Torhüter immer unter nassen Bedingungen spielen. Also der Platz wird ja bei den Profis vor jedem Spiel und in der Halbzeit gewässert. Und auch da haben wir natürlich die Tests, unsere internen Tests vollzogen und dann herausgefunden, dass der ULG 1 bei nassen Bedingungen auch in der absoluten Top-Klasse spielt. Und wir haben auch herausgefunden, dass eine unbehandelte Palmseite, also wo der Latex nicht behandelt wird, weder heruntergedrückt wird noch gefärbt wird, die besten Ergebnisse liefert. Deswegen sind wir auch hier auf einer blanken Palm geblieben, weil wir wirklich sagen, wirklich Performance ist das A und O. Und das waren so die Hintergedanken auch, die wir bei der ganzen Entwicklung hatten natürlich. Mal so eine ganz einfache Frage. Die Größe der Handschuhe oder die Passform, die Referenzhand, wie kommt das eigentlich zustande? Also wir haben in der Entwicklung 2 Samplegrößen
sprich einmal die Größe 10 für die Erwachsenenmodelle und die Größe 7 für die Kids-Modelle. Und dann haben wir natürlich, beziehungsweise die Fabrik kann das dann natürlich auf die verschiedenen Größen dann upscalen oder downscalen. Sprich, da gibt es dann klare Vorschriften, wie das auszusehen hat, wie genau, also auf welchen Millimeterbereich es dann da geht. Das ist dann natürlich auch der Toleranzen geschuldet. Also wir haben natürlich in der Herstellung Toleranzbereiche dann, gerade in der Massenproduktion. Und das war dann eben auch ein interessanter Bereich für uns zu sehen, okay, wie können wir mit diesen Toleranzen bestmöglich arbeiten, um dann immer den perfekten Fit quasi zu gewährleisten. Aber prinzipiell sind die Startpunkte die Größe 10 und die Größe 7, an denen wir uns richten. Und von da aus geht es dann auf die anderen Größen. Auch wenn jetzt zum Beispiel ein Torhüter dann sagt, hier ist es zu eng oder die Naht drückt, das hat dann nicht unbedingt was mit der Referenzhand zu tun, sondern ist ein Konstruktionsthema. Das ist dann Teil der Toleranzen eben, die wir in der Produktion dann auch einfach haben. Da gilt es natürlich auch, und das war eben auch für uns ein wichtiger Punkt, zu sagen, okay, wir wollen den Handschuh so bauen, dass er dann auch in der Massenproduktion mit der Berücksichtigung der Toleranzen trotzdem immer noch am besten hält und am besten an der Hand sitzt. Und das war dann nochmal so ein extra Level an Komplexität, was das Ganze mit sich bringt natürlich. Weil man muss dann mal sich denken, 1 Millimeter macht schon viel aus. Und das dann alles zu berücksichtigen, ist dann schon auch eine Kunst für sich. Ihr habt euch ja jetzt für bestimmte Schnittvarianten entschieden. Klar, der Negative Cut, sagen wir mal in einer bestimmten angepassten Form, ist mit dabei, Hybrid. Beispielsweise, warum gibt es kein Rollfinger-Modell? Ja. Auch da haben wir natürlich viel reingeguckt und wir sagen, okay, für die Predator-Variante, so wie der Handschuh gebaut ist, sind diese 2 Schnitte die bestmöglichen Schnitte, die wir anbieten können. Weil man muss sich vorstellen, mit einer Rollfingerkonstruktion auf diesem Backhandmaterial macht vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn. Von dem Fit, vom Gefühl, von der Unterschiedlichkeit der Materialien dann. Und auch da war dann eben der Fokus, okay, Feedback gesammelt von Profis, von Amateuren und der Kern oder die Kernaussage war dann immer Hybrid, ja, bisschen anpassen an den Fingerspitzen, was wir gemacht haben. Pro auch super. Also beide Cuts sind super beliebt. Und wie gesagt, der Rollfinger-Cut zum Beispiel oder im Speziellen hat auf dieser Konstruktion jetzt nicht unbedingt den meisten Vorteil gebracht. Also sind wir auch da bei dem Performance-Aspekt geblieben und dementsprechend bei diesen beiden Cuts. Es gab ja vor Jahren auch schon mal die Möglichkeit, dass man sich über MyAdidas Handschuhe individuell mit verschiedenen Cuts, zum Beispiel Fahrwegen und so weiter, Belägen gestalten lassen konnte. Ist sowas wieder eine Überlegung, dass sowas nochmal kommt? Das ist natürlich dann auch was eine ganz andere, nochmal ein extra Level an Komplexität mit sich bringt. Und dadurch, dass wir auch sagen, wir wollen wirklich das bestmögliche Produkt gewährleisten können, das wir kreieren, ist es dann natürlich schwierig zu sagen, weil jede Farbe macht auch ein bisschen was mit dem Material. Und dementsprechend muss man da auch immer ein bisschen aufpassen, wie man es abstimmt aufeinander. Und deshalb sind wir dann bislang so geblieben, dass wir sagen, nee, wir bleiben bei dem Ansatzpunkt, den wir gerade verfolgen. Und das war ja auch schon die Entscheidung, warum es dann auch wieder quasi rückläufig gemacht wurde, das Adidas Personalisierung. Ein großes Thema ist natürlich in der heutigen Sportartikelindustrie auch das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ja schon erste Ansätze, wie auch bei Torwarthandschuhen sowas abgebildet wird. Was habt ihr da genau gemacht? Also wir haben natürlich auch unsere internen Adidas-Standards, die wir verfolgen müssen und auch gerne wollen. Sprich, wir haben hohe Standards, was die Farben angeht. Sprich, wir benutzen keine lösungsbasierte Farben, sondern nur wasserbasierte Farben. Wir verwenden echte Silikon und kein PVC zum Beispiel. Also wir haben intern schon vorgegeben und sehr, sehr hoch vorgegeben, was wir benutzen dürfen, um eben unsere Nachhaltigkeitsziele dann auch
zu erfüllen und da klare Vorschriften. Und ja, auch was Latex-Sourcing angeht, ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Auch da sind wir natürlich dann immer in Austausch mit den aktuellen Vorschriften, die wir intern haben, die EU-weit vorgegeben werden, um da auch absolut immer auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein. In der Vergangenheit, wir fanden das auch eigentlich interessant, gab es auch zum Beispiel jetzt ein Manuel Neuer Modell. Also wirklich auf ihn abgestimmt. Man hat da so eine Story auch ein bisschen gemacht, was er für ein Design gewählt hat und so weiter. Man hat es dann nicht mehr gemacht, aber ist sowas wieder angedacht oder so, so ein pro Athlet, so ein Modell dann auch zu bringen? Genau. Also wir versuchen natürlich schon auch immer noch mal ein spezielles Pack pro Saison, pro Jahr auf jeden Fall auf den Markt zu bringen, wo wir ein bisschen was Besonderes auf den Markt bringen wollen. Und ja, da warten wir einfach mal ab, was 2026 so bringt. Da sind wir gespannt natürlich. Gibt es so spezielle Überlegungen, dass man was für die Kids, für den Nachwuchs, vielleicht auch für die Frauen macht oder eben für eine Amateurspieler? Also gibt es so ein bisschen die Idee, dass man auch segmentiert in so Handschuhentwicklungen? Genau, also ganz klar haben wir jetzt hier natürlich unsere absoluten Top-Preispunkte liegen. Wir haben aber dann auch da in unsere Range reingeguckt und in die Preispunkte, die wir anbieten. Und auch da festgestellt, okay, wir haben im Endeffekt 2 Preispunkte, die so ein bisschen im Niemandsland sind. Und dann haben wir auch gesagt, betrifft vor allem den Competition-Preispunkt, der jetzt von ursprünglich 110 € auf neu 90 € kommt. Immer noch mit URG 2, nicht mit der 2.0 Plus Version, wie wir es auf dem Pro haben, sondern mit dem gut bekannten 2.0 URG. Also auch da haben wir dann eben einen neuen Preispunkt erschlossen mit der 90 € Version. Das heißt aber auch, dass die 110 € Version nicht mehr vorhanden ist. Aber wir haben eben auch da auf viel Feedback gehört. Also wir haben nicht nur auf konstruktionstechnisch geachtet, sondern eben auch unterschiedliche Preispunkte uns angeguckt und gesagt, okay, macht das noch so Sinn, wie wir es haben? Also wirklich, wie gesagt, alles hinterfragt und dann eben auch da mit dem Entschluss, ein 90 € Competition-Modell macht absolut Sinn. Generell das Thema Fingerschutz wird ja auch immer wieder mal unterschiedlich diskutiert. Ich finde, bei uns, bei Torwart.de, haben wir tatsächlich noch Kunden, die relativ oft nach Fingerschutz auch fragen. Peter Gulaschi spitzt zum Beispiel auch, wie man ja weiß. Welche Sicht hast du da drauf? Genau, also auch da haben wir uns überlegt, macht es nach wie vor Sinn, den Fingerschutz auf der Pred-Version zu lassen? Oder macht es vielleicht mehr Sinn, die auf die Copper-Version zu schieben? Weil der Pred von seiner Konstruktion, von seiner Natur als Franchise natürlich schon die modernere Version spricht, sprich ein bisschen dünner ist. Der Copper an sich kommt schon mehr mit diesem klassischen Look und auch mit diesem klassischen Feel und Touch mit der Latex-Backhand. Also haben wir uns dann auch da entschlossen zu sagen, okay, von der Natur von beiden Handschuhmodellen macht es Sinn, die Finger-Safe-Versionen auch auf den Copper zu schieben. Sprich, da gibt es die Neuerung bei der Copper Range, dass zusätzlich zu der Pro-Version mit einem Negative Cut auch die Finger-Safe-Version auf die Copper Range zusätzlich kommt. Sprich, nicht mehr bei Predator, sondern jetzt bei Copper. Wir haben sie nach wie vor auch in der Range abgebildet, die Finger-Safe-Version, nur halt eben beim Copper. Und dann bei den Takedowns haben wir natürlich dann auch die Match-Finger-Safe-Versionen und auch die Match-Finger-Safe-Junior-Versionen, gerade für die Kids als extra Support. Sind jetzt gerade im WM-Jahr noch spezielle Kampagnen auch geplant, wo auch das Produkt, aber auch eben in Verbindung mit den Torwart-Superstars was geplant ist, gerade hinsichtlich WM? Also wir haben natürlich als Adidas, als Marke, den großen Vorteil, dass wir sagen können, okay, wir linken die Handschuhe auch zu den Schuhen, sodass wir da wirklich auch dieses Head-to-Toe-Endorsement sicherstellen können. Was natürlich auch von vielen Pro-Keepern auch sehr geschätzt wird. Das ist natürlich schon mal der erste Punkt. Dann der zweite Punkt ist, dass wir sagen, der Handschuh soll wirklich auch seine eigene Geschichte schreiben. Sprich, die Performance auf dem Platz soll am besten für sich sprechen, auch nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Amateurkeepern. Und dann Hinblick zur WM speziell,
da kommen natürlich dann auch nochmal spezielle Momente auf uns zu, wo wir sagen, da haben wir auch nochmal was Besonderes im Petto. Da wollen wir mal nicht zu viel verraten. Wollen wir noch nicht zu viel verraten. Lassen wir uns überraschen. Wenn man sich heute im Internet bewegt, Foren, Social Media, YouTube, egal was, gerade in diesem Bereich, im Torwartbereich, aber wie filtert man da Informationen, dass man sich nicht erschlagen fühlt? Auch in deiner Rolle jetzt als Verantwortlicher in der Entwicklung beispielsweise. Welche Strategie legt man da an, dass man einfach auch kritisch mit den Informationen auch umgeht und sagt, hey, das bringt mir was oder das ist auch nur Mainstream oder was auch immer? Ja, also wie gesagt, auch da ist es natürlich super, dass wir ein Team sind und nicht ich alleine bin. Also wir haben einen super Designer, der sich extrem detailliert mit Handschuhen auch von anderen Brands dann eben auch auseinandersetzt. Immer auch die Kommentare durchgeht. Unsere Developer auch. Also wir sind da wirklich ein Team, wie gesagt, das wirklich für das Produkt lebt. Und ja, wenn man bei uns durch Social Media schaut, ich glaube, da geht es zu 99% um Handschuhe. Und dementsprechend haben wir natürlich dann sehr viele Informationen. Und wenn man dann sieht, dass Feedback wiederholt aufkommt, ist es natürlich was, wo man sagt, okay, da muss man dann schon mal reingucken. Wenn es jetzt einmal aufkommt, ist es natürlich, jeder hat seine persönliche Meinung. Aber wenn das Feedback wiederholt kommt, wie zum Beispiel die Strap-Geschichte, dann ist es was, wo man sagt, okay, da müssen wir wirklich mal im Detail nachgucken, macht Sinn oder nicht. Und ja, so hangelt man sich da auch dann Schritt für Schritt vor. Und wie gesagt, das war jetzt halt auch ein Prozess, der sich über 1,5, fast 2 Jahre in der Entwicklung hingezogen hat. Wo man natürlich schon viel Feedback sich dann auch durch Social Media eben sammelt. Also nicht nur der direkte Austausch, sondern auch eben die Foren, Social Media, YouTube, wo man viel Input bekommt. Was wird geschätzt, was vielleicht nicht. Was sind denn deine persönlichen Pflegetipps jetzt gerade für diese Premium-Handschuhe? Also mein persönlicher Tipp ist, den Handschuh auf jeden Fall, vor allem wenn der Belag schmutzig ist, immer gründlich auszuwaschen. Nicht in der Waschmaschine, sondern am besten Handwäsche, ganz klassisch. Und auch nach dem Waschen den Latex versuchen feucht zu halten. Also ein Tipp, den ich geben kann, ist zum Beispiel ein Geschirrtuch nehmen, das nass zu machen, feucht zu machen und darin die Handschuhe dann einzuwickeln, sodass der Handschuh immer feucht bleibt, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der dreckige Handschuh vor allem trocken wird, weil dann wird der Latex auch sehr schnell spröde. Sprich immer schön reinigen und dann den Latex feucht halten bis zur nächsten Verwendung. Dann gibt es natürlich so Produkte, wo manche dann sich einfach drauf sprühen und denken, sie haben jetzt einen besseren Handschuh, einen besseren Grip. Was würdest du da dazu sagen? Zu diesen Grip Enhancern? Kurzfristig macht es Sinn, wenn man den Handschuh aber nicht nur einmal oder zweimal spielen will, sondern vielleicht auch noch ein 3. oder 4. Mal, dann wäre ich damit vorsichtig. Also, ja. Also lieber dem natürlichen Latex vertrauen und sagen, das ist das Top-Performance-Produkt. Genau, absolut. Also gerade dann auch, um die Langlebigkeit des Handschuhs dann auch zu verlängern, absolut der Natur vertrauen. Ihr seid ja ein Team von mehreren Leuten in dem Bereich von der Entwicklung von den Torwart-Handschuhen. Welche verschiedenen Aufgaben, Rollen habt ihr in diesem Team? Also ich als Produktmanager komme von der Marketingseite, sprich ich schaue vor allem, okay, welche Richtung wollen wir prinzipiell einschlagen und versuche dann auch natürlich viel Marktinput zu bekommen, sprich was lief gut, was läuft schlecht, dieses Feedback schon mal zu sammeln. Dann haben wir mit Louis einen Mega-Designer, der dann die Ideen, die wir uns im Laufe der Zeit erarbeiten, versucht dann in Design umzusetzen. Sprich, da geht es dann auch schon darum, okay, Materialienauswahl, wie können wir es verarbeiten? Also auch da von Designseite extrem viel Input und extrem viel Wissen und Erfahrung, was da mit reinkommt. Und dann kommt noch Development mit dazu, die das Ganze dann, was wir uns als Idee und als Konzept erarbeiten, in das physische Produkt mit der Fabrik zusammen umsetzen. Also das sind so die 3 Stellschrauben, sage ich mal, Design, Marketing und Development. Wir tauschen uns
regelmäßig aus. Dann gerade bei der Entwicklung von den 26ern Handschuhen war dann auch noch viel Input von Athletes Performance und Excellence Team, sprich unserem direkten Draht dann zu den Athleten zusammen mit Sports Marketing. Sprich, die haben uns dann geholfen, zum einen viele Testing-Torhüter zu finden, sowohl vom Profi- als auch Amateurbereich, aber auch eben den direkten Draht zu den Profis herzustellen, weil die kriegen das direkte Feedback bei den bei den bereits bestehenden Handschuhen. Die wissen genau, was für Änderungen will der Manuel Neuer haben. Sprich, damit konnten wir dann auch immer direkt zu den Athleten und uns direkt mit den Athleten austauschen und so den direkten Zugang quasi zu den Athleten zu haben und das Feedback quasi wirklich auch ungefiltert zu bekommen. Da haben wir natürlich dann auch Personen mit dabei, die selbst eine Torhüterin sind. Also mit der Amanda haben wir da eine Person, die auch extrem besessen, was Handschuhe angeht ist. Und somit kommt dann da diese Dynamik in unser Team rein, wo ich sage, okay, wir haben wirklich viel Erfahrung drin, wir haben eine extreme Leidenschaft für Handschuhe und da eben auch wieder ein extremes Momentum gebildet. Und diese Power, die wir dann auch als Brand haben, wollen wir dann eben auch in die Handschuhe umsetzen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und ja, wie gesagt, da haben wir viele Ressourcen und viel Zeit und Mühen reingesetzt, dann den Handschuh auch wieder dahin zu bringen, wo er ist und uns auch wieder als Marke auch wieder dahin zu positionieren, dass man sagt, okay, wir machen nicht nur Handschuhe so nebenbei, sondern wir setzen wirklich sehr, sehr viel Fokus auch drauf. Und das war uns extrem wichtig und deswegen auch dieser wirklich Performance-Fokus für diese Handschuhe. Du hast es ja angesprochen, ihr seid wirklich mit viel Manpower unterwegs, was das Thema Torwart anbelangt. Das heißt ja, welche Rolle spielt denn das Torwart-Thema bei Adidas? Also insgesamt ist natürlich Adidas extrem groß. Sprich, da müssen wir schon mal schauen, okay, wir bewegen uns im Bereich Fußball und da ist natürlich auch das Thema Torwart-Handschuhe immer ein spezielles Thema, weil ich glaube einfach, die Position vom Torhüter, vor allem für Nicht-Torhüter, ist oft schwer zu beschreiben und schwer nachzuvollziehen oder zu fühlen. Wie fühlt sich ein Torhüter? Und ich glaube, da haben wir uns wirklich auch dann als Core-Team sehr zusammengefunden und gesagt, okay, wirklich, unser Job ist es jetzt, wir bauen die Handschuhe und wir fokussieren uns auf die Handschuhe. Also, wie gesagt, in der großen Welt von Adidas sind wir ein kleines Team, aber mit voller Power und vollen Fokus auf die Handschuhe. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig und da merkt man dann auch die Leidenschaft von den Personen, die daran arbeiten. Weil ich glaube, Handschuhe ist jetzt nicht was unbedingt jeden interessieren und auch nicht interessieren muss. Aber für die daran arbeiten, ist es natürlich absolut alles. Und ja, deswegen, wir haben uns da als kleines, aber feines Team wirklich voll und ganz darauf fokussiert und viel Willenskraft auch mit reingesetzt. Mhm. Kommen wir zum Schluss. Was wird es dir persönlich bedeuten, wenn bei der anstehenden WM in Amerika Donnarumma, Martinez, Ter Stegen, alle, die eine Chance haben, den WM-Titel zu gewinnen und tatsächlich einer es schaffen würde, den WM-Titel dann mit den Adidas-Handschuhen hochzuhalten? Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das ist ein Gefühl, das kann man gerade sich noch gar nicht wirklich vorstellen. Es wird auf jeden Fall ein extrem besonderer Moment, ein extrem emotionaler Moment. Aber ich glaube, so dieses Gefühl, wenn es dann wirklich passiert, ist ganz schwer in Worte zu fassen. Ich glaube, allein schon jetzt das Produkt dann endlich mal das erste Mal am Platz im Fernsehen zu sehen, wird schon allein extrem Gänsehautmoment. Und dann, bei der WM ist natürlich generell schon ein spezielles Gefühl. Deswegen, das wäre natürlich ein extrem großer und ich glaube auch ein extrem stolzer Moment, wenn das passiert. Und natürlich für mich dann auch oder für uns im Team generell, ich glaube, eine Riesenfreude zu sehen, okay, die Torhüter mögen den Handschuh und können darin performen. Und ich glaube, das wäre das, was uns dann auch wirklich so sagt, okay, check, Job gemacht. Top gemacht. Ja, das können wir, glaube ich, hier zusammenfassen, dass es unheimlich tolle und hochinteressante
neue Neuerungen beim Predator sind. Axel, wir bedanken uns recht herzlich für das Interview, für das Sehr, sehr gerne. Interview. Genau, und wünschen dir und deinem Team natürlich weiterhin schöne Einfälle, gute Ideen, schöne Umsetzung, dass die Torwartwelt weiter Freude hat an den guten und tollen Adidas-Produkten. Vielen, vielen Dank.